Servus, herzlich willkommen. Heute geht es an den Einbau des Frontsplitters. Was ich vorneweg sagen muss, ich bin extrem enttäuscht gewesen, was die Verarbeitungsqualität des Dings angeht. Ihr seht jetzt auch hier schon mal, ich habe das schon mal probemontiert, das heißt probemontiert, ich habe es am Fahrzeug befestigt provisorisch mit Klemmen. Und wie ihr seht, die Formgebung, die passt einfach nicht hundertprozentig. Ja? Also es sind jetzt keine, was weiß ich, 5 cm oder sowas, aber an der einen oder anderen Stelle ist es halt schon ein halber Zentimeter und insgesamt sieht das halt einfach nicht geil aus. Also gerade hier an diesen Bögen, da liegt das nicht sauber an. Ne? Sowohl links als auch rechts gibt es da so ein kleines bisschen Spalt. Ich habe alles Mögliche versucht, nach vorne, nach hinten. Das ist egal, wie man es sozusagen justiert hat. Es hat nie hundertprozentig gepasst. An der Seite ist es auch so, geht er nicht ganz nach außen. Ich vermute, das hatte was mit dem TÜV-Gutachten zu tun. Das ganze Ding hat ja eine ABE. Da könnte ich mir vorstellen, dass da das aus diesem Grund nicht bis ganz nach außen geht. Hier Fußgängerschutz und solche Themen. Jetzt sieht man das Ganze nochmal von unten. Wie gesagt, hier provisorisch montiert. Auch hier fällt auf, dass die Verarbeitungsqualität einfach echt miserabel ist. Ja? Also wenn das Ding, sag ich mal, 5 cm länger gewesen wäre, hätte man auch gut die Originalschrauben weiterverwenden können, die man jetzt hier sieht. Ja? Also sprich, einfach an den originalen Punkten Löcher vorsehen, hätte ich einfach die originalen Schrauben rausgeschraubt und die durch andere, längere Schrauben ersetzt und alles wäre gut gewesen. Ja, haben sie nicht gemacht. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, das Ganze mit diesen riesigen Achterschrauben in meine Stoßstange zu verbauen, also hier riesige Löcher zu bohren und die Stoßstange abzunehmen und pipapo. Weil ich einfach, wie gesagt, auch von der Qualität hier nicht so überzeugt bin, habe ich mich jetzt dafür entschieden, kleine Karosserieschrauben zu verwenden. Ich zeige das jetzt einmal, das heißt, ich bohre hier ein bisschen vor und werde das Ganze dann mit so einer Karosserieschraube verschrauben. Jetzt denken eine, oh, das ist ja praktisch nur Spackschrauben. Im Prinzip ja. Auf der anderen Seite ist halt hier der Vorteil, wenn man das Ganze jetzt mit Karosserieschrauben befestigt. Es sind winzige Löcher, die da unten sowieso niemand sieht und wenn ich den Splitter doch irgendwann abnehmen sollte, dann kann ich diese kleinen Löcher mit ein ganz klein bisschen Spachtelmasse oder Karosseriekleber ruckzuck wieder zumachen, da unten ein bisschen Originalfarbe drauf und dann ist die praktisch wieder wie neu, die originale Stoßstange. Wenn ich jetzt da aber, wie gesagt, eben die Originalschrauben verwende, die in dem Kit dabei waren und hier 8er Löcher reinbohre in meine Stoßstange, und die anfangen irgendwie zu verschrauben, das ist einfach ein riesiger Scheiß. Ja? Also entweder, wie gesagt, macht man es von Anfang an richtig, das Ding ein bisschen länger und man kann die Originallöcher verwenden. Für mich gab es einfach keine Alternative zu den Karosserieschrauben. Ja? Also wie gesagt, diese riesigen Löcher bohren wollte ich nicht machen. Insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Lösung. Das ist auch sehr stabil. Man muss halt entsprechend ein bisschen mehr Schrauben verwenden und an den richtigen Stellen. Aber es ist ganz einfach von der Montage einmal vorgebohrt. Die Schrauben selbst haben auch nochmal so eine Art Bohrkopf. Das heißt, man müsste nicht mal zwangsläufig vorbohren, ich habe es aber gemacht und befestige jetzt einfach den Splitter an der Originalstoßstange unten mit diesen Karosserieschrauben. Wie gesagt, das ist außerhalb des Sichtfeldes, selbst wenn ich den Splitter irgendwann wieder demontiere, sieht man diese Löcher, die ich da gebohrt habe, nicht. Die Karosserieschrauben sind auch nicht so lange, dass sie irgendwie oben wieder rausragen oder sonst irgendwas, sondern sie sind circa, was waren das, 3 cm oder 4 cm. Das passt also wunderbar an der Stelle und ist meiner Meinung nach die viel bessere Lösung als die Schrauben, die original dabei waren. Wie gesagt, jetzt drehe ich hier die erste Schraube fest. Ich habe das Ganze immer noch vorfixiert mit Klemmen, sodass das Ganze nicht verrutscht. Und mache das jetzt auf beiden Seiten. Also ich habe erst die beiden äußeren Seiten sozusagen fixiert, natürlich als austariert, dass sie auf beiden Seiten in der gleichen Position sind, die Abstände stimmen und dann eben wie gesagt mit den Karosserieschrauben fixiert. Und nachdem ich diese Ecken fixiert hatte, links als auch rechts, bin ich dann hergegangen und habe in der Mitte des Splitters eben noch entsprechend Karosserieschrauben angebracht, um das Ganze zu verfestigen. Man sieht das jetzt hier auch, also ich mache das einmal im hinteren Bereich und einmal im vorderen Bereich, sodass also auf der gesamten Fläche sozusagen Druck da ist und der Splitter an die Originalstoßstange, an die Karosse gepresst wird, sodass da auch bei höheren Geschwindigkeiten nichts passiert und sich das nicht lockert oder vielleicht sogar abfällt. Wie gesagt, immer versetzt gearbeitet und eben vorne und hinten, sodass da möglichst viel Anpressdruck bzw. Verbindungsfläche entsteht und das Ganze eine gute
eine gute Haftung hat zwischen Splitter und Originalstoßstange. Als Werkzeug, wie gesagt, kann ich empfehlen, wenn man solche kleinen Plastikklemmen hat. Die sind eigentlich total praktisch. Die gibt es in jedem Kfz-Fachgeschäft. Da gibt es welche mit längeren Armen, welche mit kürzeren Armen. Hier für diese Aktion war die mit den langen Armen ganz hilfreich. Musst du einfach mal schauen. Es ist immer gut, ein paar davon im Haus zu haben. Andernfalls kann man natürlich, wenn man noch jemanden hat, wenn man das zu zweit macht, wäre das auch eine Alternative. Wenn man es aber allein macht, so wie ich jetzt, sind diese Klemmen einfach echt super. Und man kann dann auch, wenn man die Klemmen fixiert hat, das Ganze immer noch ein bisschen nachjustieren. Also finde da die optimale Position. Ihr seht ja jetzt, hier hatte ich auch links schon eben außen Karosserieschrauben angebracht. Und wie gesagt, hier gehe ich jetzt nach und nach die gesamte Fläche des Splitters ab und verbinde an den Stellen, wo der Splitter eben besonders gut mit der Originalstoßstange in Kontakt ist, das Ganze mit der Originalstoßstange. Wie gesagt, weil die Passform nicht so toll ist, ja, gibt es natürlich auch Stellen, da macht es keinen Sinn, eine Schraube reinzubohren, weil da einfach zu viel Luft ist. Das heißt, man muss schon die Stellen sich raussuchen, wo der Splitter auch wirklich gut anliegt, dass man die verwendet, um dort eben die Schrauben zu setzen und das Ganze anzubringen. Aber auch hier sieht man wieder, es wäre dort eigentlich eine Originalschraube in der Nähe gewesen. Da haben sie so einen kleinen Bogen ausgespart. Wie gesagt, macht man den Splitter einfach insgesamt ein bisschen tiefer und macht da eine Aussparung, dann kann man die Originalschrauben verwenden. Aber naja, billiger Dreck, muss man leider wirklich so sagen. Das Endergebnis ist dann ganz okay, aber ja, es hat mich einfach furchtbar geärgert. Auch hier sieht man jetzt rechts so ein bisschen den Spalt, wieder das Licht durchscheint, wie es einfach nicht perfekt anliegt. Hier, wie gesagt, konnte ich es jetzt ganz gut, habe ich es ganz gut hinbekommen, aber hier sieht man jetzt auch, da scheint einfach das Licht durch. Ist natürlich nachher auch für den Effekt irgendwie gar nicht so toll. Das Ding soll ja eigentlich auch ein bisschen Anpressdruck generieren. Wenn da der Wind so durchpfeift, dann ist natürlich der Anpressdruck auch wieder zum Teufel, aber ja. Ich meine, 150 € ist natürlich auch wirklich nicht viel Geld für so ein Teil, aber trotzdem. Hier auch wieder so ein Punkt, ja. Da war es einerseits nicht lang genug, dass man die Originalschraube verwenden kann, auf der anderen Seite nicht kurz genug, sprich die Originalschraube hat dann hier angestoßen und ich musste da noch ein bisschen was von dem Plastik abknipsen, damit der Splitter nachher wirklich komplett aufliegt, weil der ist jetzt natürlich aufgestanden an der Schraube und hat dadurch sich nicht komplett an die Karosserieform angeschmiedet und ja, ist total doof. Also wie gesagt, länger machen, einfach ein Loch vorsehen, kann man die Originalschrauben verwenden. Ich verstehe es nicht. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Da ist es jetzt auch so, hier ist auch das Ding irgendwie zu kurz, zu lang, je nachdem wie man es sehen will. Und da muss ich jetzt eben auch noch ein bisschen was von dem Material abzwicken. Sieht man jetzt hier nochmal, ich habe beide Stellen sozusagen ein bisschen Material abgenommen, sodass die Originalschrauben frei sind und der Splitter da auch anliegen kann und das Ganze nicht irgendwie absteht oder halt ein Hohlraum entsteht, und kann jetzt meine Schrauben setzen. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Schraubpunkte, die ich gesetzt habe. Hier auch wieder unten, oben, in der Mitte immer so ein bisschen versetzt, vorne und hinten, dass sich eben da das Ganze möglichst gut verteilt. Man will ja auch nicht, dass das nachher auf der Autobahn irgendwie abfällt. Insofern da lieber 1-2 Schrauben mehr setzen, als irgendwie 1-2 zu wenig. So, jetzt einmal das Endergebnis. Also wie gesagt, das Endergebnis, das ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, man muss mal bedenken, 150 € ist auch nicht viel Geld, aber trotzdem ist es irgendwie schade, dass es halt nicht 100%ig passt. Optisch wirklich, sieht richtig klasse aus, hat so ein bisschen diesen GTS-Look. Man sieht jetzt auch, es sind halt diese kleinen Stellen an den Rundungen, wo es nicht perfekt passt. Ansonsten liegt sie eigentlich ganz gut auf oder liegt der Splitter ganz gut an. Und wirkt halt schon deutlich aggressiver, gibt dem Ganzen einen tollen Look. Jetzt nochmal getestet, da ordentlich dran gedrückt, aber das hält alles, das ist stabil. Hier jetzt nochmal von oben. Wie gesagt, an der Seite geht es nicht ganz raus. Von oben sieht man den Spalt überhaupt nicht, also von oben sieht es richtig, richtig klasse aus. Da hat es absolut diese GTS-Optik. Auch mit dem Hochglanz ist ein ganz schöner Kontrast jetzt. Und jetzt einmal noch von den Rampen runter. Von der Seite sieht man schon, kommt deutlich weiter nach vorne.
gibt dem Ganzen einfach einen aggressiveren Look und sieht richtig schön aus. Mein Fazit ist, wie gesagt, Verarbeitungsqualität nicht so toll. Von der Optik her finde ich es richtig gut, gefällt es mir sehr gut, gefällt es mir besser als der M-Performance-Splitter. Muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er dann mit diesem kleinen Manko leben kann, mit der Passgenauigkeit, oder ob er dann doch lieber mehr Geld investiert oder ihm vielleicht einfach auch der Performance-Splitter besser gefällt, den es original von BMW gibt. Der hat natürlich eine viel höhere Verarbeitungsqualität, insofern kann man den eigentlich immer mehr empfehlen. So, das war's heute. Somit ist der Splitter-Anbau komplett. Ihr habt also gesehen, Unboxing, wie ich das Ding angebracht habe. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal ein Review-Video, wie es sich so im Alltag gegeben hat. Ob er, keine Ahnung, schon beim ersten Parkhausbesuch dann schon wieder abgerissen ist oder ob ich irgendwo hängen geblieben bin oder ob er sich sehr gut im Alltag macht, muss ich mal schauen. Je nachdem mache ich da vielleicht noch ein Video. Ansonsten alles Gute und bis bald. Ciao!